Die Bezahnkarte für Flüchtlinge, Nele, ist ja inzwischen in etlichen Bundesländern bereits eingeführt worden. Doch die Diskussion darum reißt einfach nicht ab. Ja, während die Befürworter das Prinzip loben, wettern die Kritiker dagegen, vor allem weil Flüchtlinge nur noch begrenzt Bargeld bekommen. Doch es gibt bereits Möglichkeiten, wie das System ausgehebelt werden kann. So läuft es mehrmals die Woche in München und in anderen bayerischen Städten, wie hier im Kreisbüro der Linken. 50 € im Monat dürfen Flüchtlinge in Bayern mit ihrer Bezahlkarte abheben. Wem das zu wenig ist, der kann sich hier ganz einfach mehr beschaffen. Der Verein Offen München hat dafür eine Anleitung in mehreren Sprachen. Die Sache ist simpel. Ein Flüchtling kauft im Supermarkt mit seiner Karte Gutscheine. Die kann er hier umtauschen. Sympathisanten tauschen diese Gutscheine gegen Bares ein. Das Bargeld bekommen die Flüchtlinge auf die Hand. Aus Sicht der Unterstützer gerechtfertigt. Die Bezahlkarte sei für die Flüchtlinge diskriminierend, unmenschlich und grausam. Die Bezahlkarte ist mutmaßlich verfassungswidrig. Es gibt da eben einschlägige Verfassungsrechtsurteile, die zum einen eben sagen, ja, eine Politik, die darf nicht zum Beispiel Sozialleistungen, die den Leuten rechtlich zustehen, zum nutzen, für migrationspolitische Erwägungen. Bezahlkarte und Bargeldobergrenze wurden vor gut einem Jahr von den Bundesländern vereinbart. Die Begrenzung soll verhindern, dass das Geld ins Ausland geschickt wird, ob nun an Verwandte oder an Schlepper. Das soll auch den Anreiz verringern, als Flüchtling nach Deutschland zu kommen. Wie sollen denn diese Schleuserbanden bezahlt werden, wenn nicht auch mit Geld? Und deswegen ist natürlich die Umstellung vom Geldleistungsprinzip auf das Sachleistungsprinzip auch ein Faktor, der illegale Migration unterbindet. Dass diese Bargeldbegrenzung ausgehebelt wird, ist der CSU ein Dorn im Auge. Sie spricht von einer linken Umgehungsindustrie. Rechtlich lässt sich gegen den Tausch Gutschein gegen Bargeld allerdings nichts machen, weshalb andere Bundesländer abwiegeln und erst einmal beobachten wollen. In der CSU werden jetzt Stimmen laut, die die Förderung für Vereine überprüfen wollen, die den Bargeldeintausch unterstützen. Die Hälfte der Flüchtlinge hier in München beklagen, angesichts des Wahlkampfs habe sich der Ton massiv verschärft.